Die letzten beiden Tage gab es viele hohe Eiswolken, Cirruswolken, die mit Kondensstreifen durchzogen waren. Wie so häufig in diesen Fällen gab es daraufhin viele Social-Media-Posts, die suggerieren, dies sei Geoengineering, also irgendwie absichtlich gesteuert. Das Wort Chemtrails fällt dann oft, war heute sogar in den Trends bei X ganz weit vorne in Deutschland mit mehreren tausend Posts. Und ich möchte nun mal darauf eingehen, wie kommt es dazu, dass man so viele Kondensstreifen sieht. Da müssen wir uns anschauen, wie Kondensstreifen überhaupt entstehen. Also die Abgase von Flugzeugen enthalten sehr viel Wasserdampf und dieser Wasserdampf wird in der kalten Umgebung der Flugzeuge in Reiseflughöhe, also zwischen 8 und 12 Kilometern, sehr schnell zu Eiskristallen. Diese Eiskristalle lösen sich aber auch schnell wieder auf, wenn die Luft in der Umgebung sehr trocken ist. Wenn die Luft aber in der Umgebung des Flugzeugs sehr feucht ist, dann werden die Eiskristalle größer und breiten sich aus. Langlebige Kondensstreifen entstehen und können wirklich flächendeckend sich zu flächendeckenden Wolken entwickeln. Das sehen wir dann vor allen Dingen oft in der vorderseitig von Warmfronten, aber zum Beispiel auch jetzt in den letzten beiden Tagen, wenn einfach in der Höhe feuchte Luft durchzieht. Auf dieser Karte hier sehen wir eine Vorhersage des ECMWF-Modells für die Feuchte in 300 Hektopascal. Das ist etwa 9 Kilometer Höhe. Und da sehen wir, dass über Deutschland weitestgehend die blaue Farbe dominiert, also die Luftfeuchtigkeit fast 100% erreicht. Und man kann sich vorstellen, dass dann in diesem Fall sehr langlebige Kondensstreifen entstehen. Was hat es jetzt aber mit dieser Chemtrail-Theorie auf sich? Es ist schwer zu sagen, woher das überhaupt kommt. Ich habe das schon vor über 20 Jahren mal gehört, dass manche Leute Kondensstreifen als sogenannte Chemtrails bezeichnen. Das ist eine Zusammensetzung aus dem englischen Wort Contrail und Chemical, also chemikalisch, und suggeriert eben, dass da drin auch andere chemische Stoffe enthalten sein sollen, abgesehen von den normalen Verbrennungsrückständen des Kerosins eben. Aus meteorologischer Sicht gibt es dafür keinen Hinweis. Kondensstreifen verhalten sich seit eh und je, so wie man es erwarten würde, allein von der Atmosphärenphysik her. Und sind jetzt auch kein neues Phänomen, was erst in den letzten Jahren aufgetreten ist, sondern es gibt auch schon aus dem Zweiten Weltkrieg Bilder von Kondensstreifen, die auch sehr dicht und langlebig damals schon waren, wenn die Flugzeuge in der entsprechenden Höhe geflogen sind. Und natürlich haben mit dem zunehmenden Flugverkehr der letzten Jahrzehnte auch die Kondensstreifen sehr stark zugenommen. Aber ob es langlebige oder nur kurzlebige Kondensstreifen gibt, das hängt wie gesagt einfach von der Temperatur und Feuchte in der Umgebung des Flugzeugs ab. Und ihr könnt ja mal selber euch Vertikalprofile, also so Radiosondenaufstiege der Atmosphäre anschauen oder eben Modellvorhersagekarten wie diese vom ECMWF und mal vergleichen, was sagen diese Karten, und könnt ihr am Himmel Kondensstreifen sehen. Ein paar wenige, kurzlebige oder auch diese dichten wie in den letzten beiden Tagen. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? In Social Media leider sehr viel Desinformation dazu, gewollt oder nicht. Viele Leute machen sich vielleicht auch wirklich Sorgen. Also teilt gerne dieses Video, wenn ihr das seht, als Einordnung eines Meteorologen dazu. Ich kenne auch keinen Meteorologen, der da in diesem Punkt anderer Meinung wäre. Würde mich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, und damit bis zum nächsten Mal.